Reflexive Verben. Im heutigen Video erkläre ich dir die reflexiven Verben. Dazu gehört, was ist ein echtes und was ist ein unechtes reflexives Verb, aber auch die Wortstellung, nämlich ganz genau, wo steht das Pronomen, das Reflexivpronomen und wann benutzt du das im Akkusativ und wann im Dativ. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute erkläre ich dir die reflexiven Verben. Als kleine Erinnerung, reflexive Verben, das sind die sogenannten rückbezüglichen Verben. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Subjekt und das Objekt dieselbe Person bzw. derselbe Gegenstand sind. Um reflexive Verben zu bilden, brauchst du Reflexivpronomen und die wiederholen wir jetzt nochmal ganz kurz mit der Hilfe von meinem E-Book. Um die reflexiven Verben zu verstehen, schauen wir jetzt nochmal schnell kurz die Reflexivpronomen an. Dazu gibt es auch schon ein eigenes ausführliches Video, was ich dir auch hier in den Infokarten verlinke. Aber hier nochmal kurz der Überblick. Ein Reflexivpronomen ist ein Pronomen, das sich auf das Subjekt zurückbezieht. Also das ist der Unterschied hier auch zum Personalpronomen. Es bezieht sich zurück auf das Subjekt und eben nicht auf ein Objekt, eine andere Person. Bedeutet, Subjekt und Personalpronomen beschreibt immer die gleiche Person oder den gleichen Gegenstand. Wie ich wasche mich jeden Tag, du interessierst dich für Anna. Und die Reflexivpronomen gibt es im Akkusativ und im Dativ. Gibt es nicht im Nominativ und auch nicht im Genitiv. Sie entsprechen hier den Personalpronomen, musst es immer dementsprechend anpassen an die jeweilige Person, über die du sprichst. Schauen wir uns jetzt an, was denn eigentlich der Unterschied zwischen echten und unechten reflexiven Verben ist. Als erstes die echten reflexiven Verben. Ein echtes reflexives Verb ist immer reflexiv. Du kannst dementsprechend das Reflexivpronomen nicht ersetzen oder weglassen und du kannst auch nicht danach fragen. Zum Beispiel konzentrieren. Ich konzentriere mich zum Beispiel auf den Unterricht. Hier ist es unmöglich, konzentrieren, ohne das Reflexivpronomen zu benutzen. Und im Wörterbuch sind die Wörter immer folgendermaßen gekennzeichnet, entweder S. einfach sich oder einfach nur mit der reflexiven Punkt in Klammer dahinter. Für dich bedeutet das, dass das Verb, auch wenn es in deiner Muttersprache nicht reflexiv ist, hier immer zwingend mit dem Reflexivpronomen benutzt werden muss. Ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel sich interessieren. Ich interessiere mich für Deutsch. Das sind die echten reflexiven Verben, die sind also immer reflexiv. Und die unechten reflexiven, das sind die Verben, die je nach Situation im Satz reflexiv sind, wie zum Beispiel waschen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich wasche mich. Hier ist das Verb reflexiv, da das Subjekt und das Reflexivpronomen, das ist eine Person. Es ist genau die gleiche Person und dann siehst du, es ist reflexiv. Aber du kannst es auch nicht reflexiv nutzen, wie zum Beispiel, ich wasche die Wäsche. Ich und die Wäsche, das ist offensichtlich nicht dieselbe Person oder derselbe Gegenstand, sondern zwei unterschiedliche Dinge. Und dann ist es auch nicht reflexiv. Bedeutet, du kannst hier das mich durch einen anderen Gegenstand, eine andere Person ersetzen und du kannst auch danach fragen, nämlich, wen wäschst du? Mich. Oder was wäschst du? Die Wäsche. Das funktioniert hier oben nicht oder theoretisch schon, aber es macht keinen Sinn. Was konzentrierst du dich? Nein, das funktioniert einfach nicht. Dementsprechend, das muss reflexiv sein, immer, wie auch sich interessieren. Und die unechten, das sind die, die je nach Situation auch reflexiv genutzt werden, wenn Subjekt und Objekt die gleiche Person oder der gleiche Gegenstand sind und wenn nicht, dann eben nicht. Und dann bleibt noch die Frage,
Wann ist es denn nun Dativ und wann ist es Akkusativ? Normalerweise gilt mit dem Akkusativ, wenn es nur ein Objekt gibt, wie zum Beispiel ich wasche mich. Und Dativ, wenn es mehr als ein Objekt, also in der Regel 2 gibt, dann wird das Reflexivpronomen mit dem Dativ benutzt. Ich wasche mir die Hände. Was hier wichtig ist, als Objekt zählen nur Dinge ohne Präposition davor. Also sobald hier eine Präposition davor steht, gilt das nicht als Objekt, sondern als Präpositionalergänzung. Spielt für dich keine Rolle, was das wirklich ist, was du dir merken musst. Gibt es hier 2 Dinge ohne Präposition, dann ist das Reflexivpronomen Dativ und das zweite Objekt, so wie hier die Hände, sind Akkusativ. Und gibt es nur eins, dann ist es ganz einfach Akkusativ. Und als kleines Beispiel vielleicht noch mit Präposition: Ich wasche mir die Hände im Bad. Da haben wir jetzt sogar, also sind die 2. Ich wasche mir die Hände im Bad. Aber hier haben wir ja noch 2 ohne Präposition, deswegen mir Dativ. Aber ich wasche mich in der Dusche. Auch hier dieses in der Dusche zählt nicht als Objekt, weil da eine Präposition davor steht. Und dann benutzt du den Akkusativ. Wo du aufpassen musst, was ich häufig sehe, wenn es muss das Subjekt und das Reflexivpronomen dieselbe Person, dasselbe Ding sein, denn nur dann ist es wirklich so, beziehungsweise so, denn ansonsten ist es ein Personalpronomen. Zur Wortstellung: Das Personalpronomen möchte eigentlich immer auf Position 3 stehen. Zum Beispiel hier im Hauptsatz: Ich wasche mich heute Abend. Du kannst das Reflexivpronomen auch nicht auf Position 1 stellen. Das funktioniert nicht. In der Theorie geht es manchmal mit einigen Wörtern, wenn du es besonders betonen willst, aber eigentlich steht es immer auf Position 3. Du könntest sagen, mich wasche ich heute Abend. Ja, es geht, aber es klingt irgendwie komisch. Deswegen merk dir Position 3 für das Reflexivpronomen. Dasselbe gilt für Ja-Nein-Fragen. Wäschst du dich heute Abend? Das kommt also direkt nach dem Subjekt. Auch in einem Nebensatz, zum Beispiel: Ich wasche mich jetzt nicht, weil ich mich heute Abend waschen werde. Also hier schon im Hauptsatz Position 3 und auch im Nebensatz Position 3, weil Position 1, die Konjunktion, ich, das Subjekt, und dann kommt schon das Reflexivpronomen. Bedeutet, das Reflexivpronomen möchte immer so weit von wie möglich stehen. Es geht also nicht zusammen mit dem Verb ans Ende in einem Nebensatz, sondern es bleibt dort, wo es normalerweise ist, nämlich von. Und auch mit Modal- und Hilfsverben ist das genau dasselbe. Das Reflexivpronomen bleibt von. Es geht nicht nach hinten mit dem Verb. Ich kann mich heute Abend waschen oder ich habe mich gestern Abend gewaschen. Es bleibt also so weit von wie möglich, nur nicht auf Position 1. So, falls du mit den Reflexivpronomen noch Probleme hast, dann schau dir auch da nochmal das Video an, was ich in den Infokarten verlinkt habe. Und ansonsten hoffe ich, dass dir das Video heute wieder gefallen hat. Und wenn du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, dann schau einfach mal in meinem Shop vorbei, shop.easy-deutsch.de. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns demnächst beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.